Guten Tag, mein Name ist Carsten Strampe, ich bin Geschäftsführer der Imago Technologies GmbH und ich möchte Ihnen heute mal kurz unsere Rechnerserie VisionBox HX vorstellen. Sie sehen hier 3 verschiedene Typen, ausgestattet mit unterschiedlichsten Rechenleistungen. Von einem Celeron geht das hoch bis zu einem Quad-Core i7. Alle laufen unter dem typischerweise Betriebssystem Windows 7 Embedded. Wir sind aber jetzt auch dabei, Linux hier auf diese Rechnerplattform mit anbieten zu können. Ich starte mal hier oben bei dem Tigrillo. Das ist ein ganz einfacher Einstiegsrechner, aber auch dieser ist schon optimiert für Applikationen der industriellen Bildverarbeitung. Das heißt, wir haben hier digitale I/Os zur Verfügung. Aus den digitalen I/Os heraus wird der Trigger für die Kamera generiert. Und wir haben einen Kanal als Blitzcontroller für die LEDs, da komme ich später noch dazu. Dann haben Sie hier die Möglichkeit, USB oder GIG-E Vision Kameras anzuschließen. Also ein ganz einfacher, schlanker Einstiegsrechner. Und etwas komplexer wird die ganze Sache schon bei diesem Modell. Hier sehen Sie Kamera-Link-Anschlüsse für den Anschluss von Flächen- oder Zeilenkameras. Wir haben hier einen Anschluss für den Encoder und in unserem Real-Time-Controller werden die Encoder-Signale dann so verarbeitet, dass die Zeilen präzise getriggert werden. Also Kamera-Link hier, weiterhin eine bewährte Schnittstelle. Zudem sind neue Zeilenkameras auf dem Markt mit einem sehr, sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Hier unten sehen Sie dann das Modell, das spezialisiert ist auf den Anschluss von Gigabit Ethernet Kameras. Das ist bei uns aber noch nicht weit genug. Wir gehen einen Schritt weiter. Wir bieten auch hier Power over Ethernet an, aber man muss dann trotzdem immer noch ein Kabel legen, um letztendlich die Kamera in einer realen Applikation zu triggern. Wir haben hier auch Trigger over Ethernet in der Leitung drin, eine spezielle Erfindung der Imago Technologies. Und dort kann also der Trigger direkt zur Kamera geleitet werden. Auf unserer Webseite finden Sie die Kamerahersteller, die schon heute Trigger over Ethernet unterstützen. Des Weiteren haben wir hier 4 LED-Blitzcontroller mit integriert. Diese liefern den sauberen Strom für den Anschluss Ihrer LED-Beleuchtung. Warum ist das so wichtig? Eine LED ist sehr empfindlich auf Stromänderungen. Und sie ändert dann ihre Helligkeit, beziehungsweise sie kann auch defekt sein. Deshalb muss der Strom sehr genau eingestellt werden. Wir gehen aber einen Schritt weiter, auch hier an der Stelle, wir steuern nicht den Strom, sondern wir regeln den Strom. Das heißt, wir messen permanent, was kommt denn hier für ein Strom raus. Selbstverständlich können diese Stromcontroller auch im Blitzbetrieb betrieben werden. Das heißt, die LEDs werden dadurch wesentlich heller und erlauben mehr Freiheitsgrade in der Applikation. Unser Realtime-Controller hier integriert ist quasi so etwas wie eine kleine Steuerung, eine kleine SPS. Allerdings arbeitet der wesentlich schneller. Eine SPS ist üblicherweise getaktet so im Millisekundenbereich oder Mikrosekundenbereich. Unser Realtime-Controller ist hier getaktet mit einem Hundertstel einer Mikrosekunde. Das heißt, all die I/O-Signale hier von den Sensoren, von der SPS, werden flink verarbeitet. Daraus wird dann ein Trigger generiert, die LEDs werden geblitzt und die Kamera kann ihre Daten dann zum Rechner senden. Weiterhin unterstützen wir ansonsten Optionen wie zum Beispiel Feldbus. Dazu gehören natürlich auch heutzutage die Realtime-Feldbusse. Insgesamt ein Ausschnitt aus unserem Portfolio. Sie sehen auch hier den Begriff OEM. Selbstverständlich individualisieren wir den Rechner gemäß Ihren Vorgaben. Das fängt an mit einem kundenspezifischen Label, kann aber auch zu Sonderausstattungen und auch zu sonstigen anderen Gerätevarianten führen. Informieren Sie sich bitte auf unseren Webseiten. Wir würden freuen, von Ihnen zu hören. Dankeschön.